Wenn du wissen möchtest, wie man richtig gute Vanillekipferl backt, dann solltest du dir dieses Video angucken. Das Wichtigste vorweg, Vanillekipferl werden immer ohne Ei gebacken. Als allererstes gebe ich 200 Gramm zimmerwarme Butter in meine Schüssel zusammen mit 80 Gramm Zucker. Zucker ist Geschmackssache, da könnt ihr im Grunde alles bis 100 Gramm einfüllen. Und das vermische ich erstmal. Dann gebe ich noch ein Päckchen Vanillezucker dazu. Als nächstes gebe ich 250 Gramm Mehl dazu. Erstmal nur ein bisschen. Und dann kommt der Rest dazu. Zusammen mit 100 Gramm gemahlenen Mandeln. Es ist wirklich wichtig, dass die Butter ziemlich weich ist, weil je fester und härter die Butter ist, desto schlechter bekommt ihr den Teig vermischt und umso bröseliger wird der Teig. Wenn das der Fall ist, bleibt euch hinterher nichts anderes übrig, als den Teig nochmal von Hand zu verkneten. Ich werde das wahrscheinlich gleich auch nochmal tun müssen, aber ich schaue jetzt erst nochmal so. Ja, mein Teig hat sich jetzt doch ziemlich gut miteinander vermischt. Das heißt, ich brauche das jetzt nicht mehr von Hand verkneten. Sollte eure Butter aber zu hart sein, dann wird sich das nicht so gut verkneten lassen und dann müsst ihr da einfach nochmal mit der Hand ran. Ja, das sieht bei mir gut aus. Ich drücke das jetzt eben fest. Den Teig decke ich jetzt ab, bis der wirklich fest ist. Dafür stelle ich den entweder in den Kühlschrank, den könnt ihr auch nach draußen stellen, abdecken und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Meinen Teig habe ich 2-3 Stunden im Kühlschrank gehabt. Jetzt ist der richtig fest. Ich habe den vor einer halben Stunde dann wieder rausgeholt, damit er ganz leicht Zimmertemperatur annimmt und ich den Teig besser formen kann. Jetzt nehme ich mir so ein Stück raus, forme mir das schon mal grob und portioniere mir so kleine Stücke vor. Alle natürlich in etwa gleich groß. Dann forme ich das zu einer Kugel und direkt länglich, so dass es außen ein bisschen spitzer ist und in der Mitte dicker. Na, das geht noch schöner und dann habe ich mein erstes Vanillekipferl fertig. Unter Umständen ist euer Teig sehr, sehr fest, wenn der direkt aus dem Kühlschrank kommt. Dann müsst ihr mal leicht kneten, damit das ein bisschen Raumtemperatur annimmt. Und dann wieder zu einer Kugel formen. Leicht länglich. Und dann zu einem Halbmond. Und so mache ich das jetzt, bis das Blech voll ist. Mit den Ballen außen könnt ihr das schon mal so ein bisschen spitz formen. Und dann zu einem Halbkreis. So sollte ein Vanillekipferl aussehen, in der Mitte ein bisschen dicker und nach außen hin spitz verlaufend. Mein Backofen heize ich vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze und währenddessen stelle ich mein Backblech kalt. Wenn das passt, in den Kühlschrank, ansonsten raus auf den Balkon oder auf die Terrasse. Wenn mein Backofen heiß ist, backe ich die Kipferl für ungefähr 12 bis 15 Minuten, je nachdem wie braun ihr die haben möchtet, aber in etwa 12 bis 15 Minuten. Die Vanillekipferl sind fertig. Wenn die am Rand langsam braun werden, dann müssen die raus. Bei mir waren es jetzt ungefähr 14 Minuten. Wenn ihr die aus dem Ofen rausholt, müsst ihr die erstmal einen kurzen Moment abkühlen lassen. Sonst passiert nämlich Folgendes. Die sind so weich, dass die euch zerbrechen. Also lasst ihr das einen kurzen Moment auskühlen. Dafür könnt ihr das gerne auf die Terrasse stellen zum Beispiel.
Das geht ziemlich schnell, dass die auskühlen. Und jetzt kann ich die vom Blech ziehen. Und jetzt kann ich sicher sein, dass die mir nicht zerbrechen. Ich zeige euch das nochmal. Die sind ein bisschen abgekühlt und sind jetzt schon so fest, dass die nicht mehr brechen. Jetzt könnt ihr die vom Blech ziehen. Ich würde mal sagen, ich habe die jetzt ungefähr 2 Minuten draußen stehen gelassen. Dann vermischt ihr ein bisschen Puderzucker mit einem Tütchen Vanillezucker. Ihr müsst den richtigen Moment abpassen. Wenn die Kipferl zu heiß sind, dann schmilzt euch euer Puderzucker. Wenn die zu sehr abgekühlt sind, dann bleibt das nicht mehr richtig haften. Deshalb, wenn die noch leicht warm sind, ist das der richtige Moment. Damit ihr euch die Arbeit sparen könnt, jedes Kipferl in dem Zucker zu wälzen. Ich meine, das könnt ihr natürlich auch machen. Aber damit ihr euch das sparen könnt, nehmt ihr einfach ein Sieb, ein bisschen Puderzucker gemischt und dann einfach über die Kipferl streuen. Die Kipferl komplett auskühlen lassen und dann könnt ihr die in eine Dose packen. Meine Vanillekipferl sind fertig. Die habe ich in so eine schöne Weihnachtsdose gepackt. Unten habe ich Backpapier reingelegt und schaut mal, wie toll die aussehen. Vanillekipferl müssen richtig mürbe sein, deshalb darf da auf gar keinen Fall Ei rein. Vanillekipferl sollten fest sein, im Mund aber richtig schön mürbe zerlaufen. Ich zeige euch mal, wenn ich da drauf drücke, dann zerbröseln die. So müssen Vanillekipferl sein, aber wenn ich drauf klopfe, halten die und zerfallen nicht, sind aber trotzdem richtig schön mürbe. Falls ihr kein Getreide essen könnt, dann schaut euch doch das Video hier oben rechts an. Da verlinke ich euch glutenfreie Vanillekipferl, die mindestens genauso gut schmecken. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.